Hi Leute, willkommen zu Dragen mir baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau und ab und zu schon mal ein paar Cosplayer oder Props oder was auch immer, wo ich gerade mal so Lust drauf habe. Eigentlich wollte ich heute ein Video zum neuen Waffe machen. Streitkolben hatte ich eigentlich geplant, ist aber mal wieder was dazwischen gekommen. Heute hier mit ein Update-Video zum Heilerbesteck. Da habe ich mich ein bisschen vom Rasiermesser, was ich letztes gebaut habe, ein bisschen inspirieren lassen und will jetzt mal ausprobieren, ob man nicht die Schere und die Zange beweglich bauen kann. Dann hoffe ich mal, das Ganze gefällt euch. Mal gucken, was ich draus hinkriege. Dann hoffe ich mal, es gefällt euch. Bleibt dran. Wir sehen uns. Dann fangen wir mal an. Ich werde jetzt erstmal ein paar Sachen hier schon mal so einstöpseln. Die brauchen wir nämlich gleich. Und zwar einen Lötkolben. Der hat sich schön mit dem Kabel wieder irgendwie verknotet. Ich sage, ich muss unbedingt die Ecke ins Aufräumen, aber irgendwie lohnt sich das hier nie. Sobald ich aufgeräumt habe, sieht das 5 Minuten später schon fast wieder genauso aus. Naja gut, aber kennt ihr ja, wenn er selber bastelt. Das ist bei euch vielleicht auch nicht, oder ich bin halt so ein unordentlicher Mensch. Naja gut. Jetzt habe ich hier ein bisschen Fliegengitter. Dann die Schablonen, die ich gemacht hatte für die Schere und die Zange. Das machen wir jetzt dann gleich aber noch ein bisschen schöner. Das ist hier so ungefähr so das Standardding. Dann habe ich hier noch immer mal so wie so eine Schraube drauf, aber man kann es halt nicht bewegen. Das ist halt der Nachteil. Deshalb habe ich mir jetzt überlegt, da man ja beim Rasiermesser das mit den Kunststoffschrauben so gut geklappt hat, habe ich mir noch mal ein paar gekauft. Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben. Da habe ich mir nämlich überlegt, die Unterlegscheibe, die kommt dann hier zwischen die zwei Matten. Weil das Flexi-Paint, wenn das dann gepinselt ist, ja nicht so toll aufeinander sich bewegen lässt. Habe ich mir so überlegt, dass dann so eine kleine Unterlegscheibe dann quasi so, dass für das Bewegliche dann bestimmt nicht schlecht ist. Da muss ich noch mal gucken. Und dann habe ich mir überlegt, mit dem Fliegengitter das Ganze danach ein bisschen zu stabilisieren. Weil das ist ja schon relativ, ich sag jetzt mal, nicht so steif. Da müssen wir dann mal gucken. Und dann hatte ich mir überlegt, dass wir hier so am Ende noch so ein bisschen hier so ein Bügel irgendwie dran machen. Hier so wie bei so einer Schere halt, so was in der Art. Wollen wir mal gucken. Soweit der Plan. Kann natürlich sein, dass das mal wieder 2 Teile werden, weil ich mein Video sehr spät angefangen habe. Wir haben nämlich heute Freitag. Eigentlich wollte ich schon früher, aber irgendwie ist mir immer wieder was dazwischen gekommen. Naja, gut, irgendwas ist ja immer. So, dann gucken wir erstmal. Nehmen wir 2 hiervon. 2 davon. Mal gucken, da steht so. Nehmen wir einen Kugelschreiber. Ja, haben wir noch. Hoffentlich schreibt er noch. So. Wie gesagt, die Schablone, die benutze ich eigentlich nur, um das dann auszuschneiden. Also die grobe Form. Wahrscheinlich muss man nachher hier auch noch so ein bisschen was anpassen. Da müssen wir dann auch mal gucken, ob das klappt. Weil das Ganze soll ja auch ein bisschen beweglich wenigstens sein. Ach, Leute. Das habe ich wieder vergessen. Ich hätte das Ganze natürlich hier auch auf der anderen Seite machen müssen. So. Immer dran denken, wo ich jetzt wieder mal nicht dran gedacht habe, dass ihr das dann auf beiden Seiten machen müsst. Weil ihr müsst dann auf beiden Seiten ein bisschen was wegschneiden. Ja. So. Da müsst ihr dann immer dran denken. Ich schneide jetzt erstmal hier so das Gröbste weg. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das danach hinkriegen, dass das auch noch gut beweglich ist. Schneid dann, das ist ja eine 10er Plastazote-Matte. Vielleicht kann man das mit einem anderen Schaumstoff natürlich besser machen, der härter ist. Also mit einem höheren Festigkeitsgrad. Wäre vielleicht auch noch eine Überlegung wert. Dann hat man nachher nicht so viel drumherum zu machen, aber da muss man dann halt gucken. Aber das sollte eigentlich damit, ich sag jetzt mal für so einen Prototyp, und sollte das eigentlich gut gehen. Schauen wir uns das einfach mal an, das Elend. Schneide das jetzt so Pi mal Augenmaß ungefähr auf die Hälfte runter, dass das hier so ineinander erstmal passt. Dann müssen wir hier noch ein bisschen die Ecken abrunden, dass das auch ein bisschen besser hinhaut.
Und der Rest ist nachher natürlich erstmal dann wieder Feinarbeit. Ne? Man kennt das ja. Hier muss ich wahrscheinlich ein bisschen was wegschneiden, würde ich mal behaupten. Vielleicht irgendwie hier so. Ich bin noch nicht so ganz schlüssig, wie man das am besten macht. Probieren das einfach mal aus. Hier passt das schon. Naja, ist jetzt noch nicht so die Welt von der Bewegung her. Ne? Aber es funktioniert schon so halbwegs. Schneiden wir hier auch noch so ein bisschen was weg, dann wird es vielleicht noch was besser. Ein bisschen abrunden. Ja doch, klappt. Muss mal gucken, dass ich nicht so viel wegschneide. Ich muss auch noch bedenken, dass ich ein bisschen, klein wenig mehr schneiden muss, weil das ist ja noch die Unterlegscheibe. Die ist zwar nicht besonders dick, aber so ein Millimeter oder so wird das schon sein. Also muss man das ein klein wenig mehr wie die 5 mm schneiden. An der Stelle wird es natürlich dann ein bisschen labbrig, aber da müssen wir dann mal gucken, wie wir das dann nachher ausgleichen können. So, hier haben wir. Na gut, das könnten wir ja schon mal so ausprobieren. So halbwegs funktioniert das ja. Jetzt muss ich nur wieder gucken. Ich habe immer das Problem, Leute, mit der Schere. Ich muss immer gucken. Einmal hier. Und bei der anderen. Da. Ich habe immer das Problem, ich weiß immer nie, wie ich das mit der Schneide hier mache. Deshalb lege ich mir immer eine Schere hin. Dann muss ich auch auf der richtigen Seite die Schneide machen für die Schere. Bin mal gespannt, ob das alles so funktioniert. Vielleicht braucht man das Fliegengitter auch ja nicht. Kann natürlich auch sein. Ich mache jetzt einfach nur mal so eine grobe Schräge rein. Den Rest guckt man dann später. Dann ist man wieder runter. Ich muss unbedingt mal sauber machen, Leute. Sieht ja aus wie Sau. So. Schneiden hier. Brauchen wir erstmal nicht mehr. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do. Ja, das sollte irgendwie gehen. So, gucken wir mal. So, und jetzt brauchen wir natürlich wieder den Lötkolben. Und was müssen wir da drunter tun? Was haben wir denn hier Schönes? Ja, nehmen wir das Teil hier mal. Können wir das nämlich hier so durch. So, hoffentlich verrutscht da nichts. So, hätten wir hier schon mal die Löcher. Tja, wir probieren das jetzt einfach mal. Ist noch nicht perfekt, glaube ich, aber kann man ja dran arbeiten. Wichtigste ist erstmal, dass wir das Grundprinzip hinkriegen. Und dann schauen wir mal, ob der Rest dann auch irgendwie funktioniert. So.
Die Schrauben, die werden auch wieder viel zu lang sein. Aber gut. Wir machen jetzt erstmal einen Test. Und dann gucken wir mal, ob das Ganze irgendwie so funktioniert. Wie gesagt, ich habe dann überlegt, die tun wir dann hier so in die Mitte, damit das so quasi, ich sag jetzt mal hier so einen reibungsfreien, also was heißt reibungsfrei, ist es ja nicht, aber dass das Flexipaint nicht direkt aneinander kommt mit dem Topcoat drauf. Und das ist jetzt so mein Plan. Gut, die Mutter ist natürlich hier viel zu lang, sehe ich gerade. Da hätte ich schon für 2 nehmen können. Da müssen wir dann ein bisschen absägen oder mal gucken, wie wir das machen. Ja, ne? Das funktioniert. Das auch. Vielleicht brauche ich groß da ja nicht an Dings. Weil ich das gar nicht groß mit Fliegengitter verstärken muss. Wie gesagt, hier die müssen wir natürlich dann noch absäbeln. So, jetzt gucken wir mal, dass wir das Ganze irgendwie noch ein bisschen hübscher machen. Dann nehmen wir uns einfach mal hier so ein bisschen Zehnermatte. Und die werden wir dann mit dem Heißluftföhn ein bisschen verdrehen. Jetzt muss ich jetzt gucken, wo wir das am besten machen. Das ist immer so eine Sache hier. Immer besser, auch noch ein paar mehr. So. Und dann nehmen wir am besten halt. Mal gucken, ich habe hier noch mal einen dicken Metallklotz. Den kann man auch für so was gut brauchen. Prinzipiell das war jetzt vielleicht nicht die beste Idee. Nehmen wir uns hier die Zange, hier so ein Kneifdings, und dann probieren wir das einfach mal hier so ein bisschen aus. Ja, das kriegen wir damit nicht fest gedrückt mit einer, müssen wir bestimmt 2 nehmen. Oder wir gucken mal, ob wir das hier mit Dings machen, machen wir hier ein bisschen Gewicht drauf. Im Endeffekt geht es ja nur darum, dass da ein bisschen Gewicht drauf ist. So, den Lötkolben, den können wir ausmachen. Heißklebepistole brauchen wir noch. So, dass die unterschiedlich lang sind, ist auch nicht so schlimm. Dann gucken wir einfach mal, ob wir da irgendwie ein bisschen was Hübsches draus hinkriegen. So. Machen wir beide, wir machen erstmal nur einen. Machen wir noch ein bisschen weiter hinten und sage ich mal nachher noch irgendwie, oder? Leute, wisst ihr was? Wir machen das einfach hier mit einem Ding fest. Ja, das ist eine gute Idee. So, wir machen das hier einfach fest, dann hält er doch gut. Das Reststück, das können wir sowieso anfangen, ein bisschen weiter an. Dann haben wir nämlich die Metallplatte hier noch und machen uns nicht noch die Matte ganz kaputt. Versaut haben wir sie ja schon genug. Ja, dann versuchen wir mal. Da müsst ihr immer dann gucken, dass ihr das relativ gleichmäßig versucht hinzukriegen. Das seht ihr dann ungefähr, wenn ihr den Abstand und dann denkt dran, immer dann eine Weile noch festhalten, bis das wieder abgekühlt ist, sonst dreht sich das nämlich wieder zurück. Am besten macht er das Ganze dann immer so ein bisschen länger, wie hier, dann können wir nämlich den Rest dann wegschneiden. Das geht eigentlich ganz gut. Müssen wir jetzt mal gucken, ich hätte vielleicht noch ein bisschen länger machen sollen. Mal schauen, bin auch am Überlegen, wie wir das am besten machen. Wie gesagt, ich will ein bisschen ansehnlicher machen, deshalb machen wir ein bisschen mit verdrehtem. Und da er beim Video auch mal wieder ein bisschen was zu sehen kriegt. So. Ups. Seht ihr, das ist dann Teil 1. Mal gucken, ob wir die alle halbwegs gleichmäßig hinkriegen. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Wir versuchen es einfach mal halbwegs gleichmäßig hinzukriegen. Ja, jetzt müssen wir uns gucken, wie wir das am besten dran machen. Da bin ich noch ein bisschen am Grübeln. Wir schneiden jetzt hier einfach mal ein bisschen was ab.
natürlich auch sein, dass das ein bisschen zu viel des Guten ist. Jetzt weiß ich nicht, ob wir das dann so dran machen. Und dann so. Jo, wäre eine Idee. Hier, das Ding ist ein bisschen breit. Muss man das Ganze ein bisschen schmaler machen. Also an der Schablone muss ich auch noch ein bisschen was machen, dass ich die ein bisschen dünner mache. Ich glaube, das war schon ein bisschen zu viel. So, mal gucken. Ja, doch, das geht. Probieren wir einfach mal aus, Leute. So. Da nehme ich einfach wieder Heißkleber für. Oder Einfachkeit halber. Wie gesagt, ich habe das jetzt ungefähr so an, dass das hier so von den Gedrehten her ungefähr passt. Beziehungsweise, dass das Teil hier dran passt. Ja, hier hätte ich ein bisschen breiter lassen. Jetzt, hier habe ich schon zu viel weggeschnitten gehabt, aber naja, gut. Ich mache da nachher noch so ein bisschen eine Schräge rein und dann sieht man das schon fast nicht mehr. Mal schauen, das machen wir jetzt bei beiden. Hier ist auch wesentlich zu dick. Ja, wie gesagt, da muss man dann ein bisschen gucken, dass man ungefähr so macht, dass das passt. Das ist ja nicht schlimm, wenn man da ein bisschen was, wenn das geschmiedet ist, ist ja auch nicht unbedingt immer total gleichmäßig. Wenn man natürlich richtig kann schon, aber naja, gut. Ich schlamp da mal wieder so ein bisschen. So. Die tun wir mal hier so hin. Gucken wir mal, dass wir das Ganze schneiden wir so ein bisschen hier so eine Schräge rein. So, sollte gehen. Und dann kleben wir das einfach hier so drauf. Ups. Bisschen festhalten. So machen wir dann hier hoch. Da muss ich auch wieder aufpassen, dass ich auch richtig rum die Ecke nehme. Mal gucken, ob das dann nicht zu groß, so ungefähr, so halbwegs gleichmäßig will ich ja schon haben. Aber das ist dann beim Heißkleber nicht ganz so schlimm, weil wir das ja dann noch so ein bisschen verschieben können. Dass das ungefähr dieselbe Höhe ist. Wie gesagt, ich mache jetzt wieder alles so ein bisschen nach Augenmaß. Aber das sollte eigentlich funktionieren. So. Dann haben wir schon mal, das Teil haben wir schon mal. Ist vielleicht ein bisschen groß geworden für das Ding. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Ja, wie gesagt, vielleicht hätte ich auch den Bügel hier dann ein bisschen kleiner machen sollen, aber das kann man ja später machen, wie gesagt. Das Ganze müssen wir jetzt noch ein bisschen trocknen lassen. Aber das Bewegliche, ja, so funktioniert es besser, wenn etwas kürzer ist, seht ihr? Ja, nicht schlecht. Bin eigentlich schon schwer begeistert. Ja. Das ist doch ja nochmal übel. Gut, wie gesagt, das Ganze hier, dass die Drehteile ein bisschen kürzer machen können. Also so, ich sag mal bis hier vielleicht. Ich habe ja noch ein paar Sachen hier liegen und probiere mal aus, was besser aussieht. Wie ihr seht hier, wenn das ein bisschen kürzer ist, das kann man auch besser, ist zwar noch nicht so ganz perfekt. Ich sage ja, vielleicht mache ich auch wirklich noch ein bisschen Fliegengitter drauf.
um das Ganze noch ein bisschen stabilisieren, aber dafür muss ich das Ganze jetzt erstmal ein bisschen noch entgraten und ein bisschen schleifen. Dafür müssen wir das Ganze aber erstmal wieder auseinanderbauen. So, da habe ich noch eine Lochzange, hatte ich noch mitgenommen. Dann nehmen wir am besten das größte Loch für, was das Ding hat. So, das war jetzt das kleinste. So, mal gucken, ob wir das so hinkriegen. Machen wir erstmal hier 2 Löcher rein. Dann nehmen wir mal die Schere für. Nummer 2 erstmal. So. Gucken wir uns das ganze Elend hier mal an, ob das funktioniert. So weiß ich nicht, machen wir das jetzt so oder lieber so. Aber so ist eigentlich auch nicht so schlecht. Jetzt muss ich noch gucken, dass ich das dann auch so hinkriege, dass das Loch noch da ist, wo es hin soll. Das Gute ist, wenn der Heißkleber noch nicht abgekühlt ist, kann man das noch so ein bisschen hin und her schieben. Da ich das was länger gelassen habe, ist, damit ich dann mir nicht direkt die Finger verkoke. Das ist jetzt quasi so ein bisschen als Stabilisierung gedacht für das Loch. Das machen wir dann auf der Außenseite dann gleich auch noch. Jetzt gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Oh, ist schon deutlich steifer geworden hier an den Stellen. Statt auf beide Seiten mache mit den Fliegengitter, ist das richtig steif. Ja, das klappt eigentlich ganz gut. Vielleicht, ne, hier vorne, hier könnte man theoretisch dann auch noch was drauf machen, hier auf die Stellen. Mal jetzt gucken, ob ich das noch mache, aber die anderen Stellen hier mache ich auch noch drauf, Fliegengitter und hier auch. Könnte man eigentlich direkt noch schnell ins machen. Da haben wir das auch schon. Wie gesagt, klappt alles eigentlich ja nochmal jetzt so schlecht. Mal wieder so der erste Prototyp. Ja, wie immer, noch nicht ganz ausgereift, aber ich würde jetzt mal behaupten, mit Potenzial. Naja gut, ich sag jetzt mal, um das Ganze zu simulieren, reicht es. Ist ja jetzt keine echte Schere, aber auf jeden Fall lässt es sich bewegen. Ne? Kann man noch ein bisschen ausbauen hier. Vielleicht hier noch so ein bisschen die Rundung ein bisschen größer machen, aber so im Großen und Ganzen bin ich eigentlich schon recht zufrieden mit dem Ganzen. Ne? Ist halt für Klab. Ne? Klappt. Ja, das machen wir jetzt bei dem hier auch noch. Da würde ich sagen, ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt ich sage jetzt mal einen Zweiteiler draus machen soll. Vielleicht machen wir noch einen zweiten Teil, wo ich euch die Dinger dann fertig zeige. Das mache ich dann aber für unter der Woche mal schnell. Für das fertige Teil zu machen, da brauche ich noch ein paar Tage. Wie gesagt, ich habe ein bisschen spät angefangen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Wie gesagt, ist jetzt mal so ein Update für das Heilerbesteck. Das ist mir jetzt so die Idee ein bisschen spontan gekommen, weil es halt für die Waffe zu bauen ja nicht mehr gereicht hätte. Man kennt das ja, könnt ihr mal was dazwischen. Aber so als Idee finde ich das eigentlich ja nicht schlecht. Ne? Dann haben die Heiler auch ein bisschen was, dass sich auch ein bisschen was bewegt. Zange mache ich dann auch noch. Wie gesagt, wenn ihr die mal fertig sehen wollt, kann ich ja für unter der Woche noch schnell ein kleineres Teil machen, was ein bisschen kürzer ist. Ne?
Könnt ihr ja mal schreiben, was ihr von der Idee haltet. Also ich finde, das ist vielleicht für das Heilerbesteck ein schönes Update, dass die Sachen dann auch beweglich sind, die Schere und die Zange. Dann hoffe ich mal, das Ganze hat euch wenigstens ein bisschen gefallen. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Wir sehen uns.